Das Mystery Quiltalong Abenteuer mit den Melange-Stoffen von Stoff Fabrics geht in die nächste Runde. Wir starten mit einem neuen Block. Und zwar, Pabau! Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir arbeiten, diesen Agavenblock. Ihr könnt immer quer einsteigen, wenn ihr die vorangegangenen Blöcke noch arbeiten möchtet. Das findet ihr in der Playlist zu unserem Mystery Quiltalong Abenteuer. Die Links für den freien Download der Schnittmuster und ein Video zur Erklärung, um das Schnittmuster zusammenzusetzen, findet ihr unter diesem Video in der Beschreibungsbox. Wir starten mit dem fertig vorbereiteten Schnittmuster und dieses Schnittmuster möchten wir nun einmal aus Stoff zuschneiden. Wenn wir unseren Agavenblock zuschneiden möchten, wählen wir einmal das erste Zuschnittteil aus dem ersten Abschnitt, das erste Zuschnittteil aus dem zweiten Abschnitt und das vierte Zuschnittteil. Für diese drei Elemente schneiden wir einen 40 cm breiten Streifen zu. Damit mir mein Lineal nicht verrutscht, lege ich mir 2 Hanteln auf meinen Stoff. Meine 40 cm breite Stoffbahn schlage ich auf. Ich schlage sie einmal auf 20 cm Breite um. Die rechten Seiten liegen innen und die linken Seiten liegen außen. Aus dem so vorbereiteten Stoffstreifen schneiden wir die grünen Elemente von Abschnitt 1, 2 und Abschnitt 4 zu. Denkt daran, die Eckpunkte von eurem Schnittmuster auf den Stoff zu übertragen. Und wir schneiden unser Schnittmuster aus Stoff aus. Das geht mit dem Rollschneider ganz wunderbar. Ihr setzt mit dem Rollschneider auf der farblichen Kante an, fixiert mit euren Fingern den Stoff und rollt ganz langsam eure Kante ab. Euer Rollschneider, den fixiert ihr auf der Linie. Eure 3 Finger halten den Stoff und euer Zeigefinger kann den Rollschneider an dieser dicken Schraube noch so ein bisschen fixieren. Achtet darauf, dass ihr eure Finger nicht nach vorne streckt, sondern dass ihr die Finger ein bisschen wegklappt. Und achtet darauf, dass ihr das so liegen habt, dass ihr einen guten Blick habt. Das Ganze wiederholen wir mit einem zweiten 40 cm breiten Streifen, sodass wir 4-mal den ersten Abschnitt von der unteren Vorlage, 4-mal den ersten Abschnitt von der nächsten Vorlage und 4-mal unsere Spitze haben. Und zwar jedes Mal eine rechte und eine linke Seite. Für das erste Teil von Abschnitt Nummer 3, für das grüne Teil, schneiden wir einen 15 cm breiten Streifen zu. Da wir auf diesem Abschnitt auch wieder zeichnen möchten, schlagen wir die rechte Seite nach innen und die linke Seite nach außen. Und wir schlagen noch einmal unseren Stoff in der Mitte um, sodass unsere Stoffkante außen vor bleibt. Dieses Schnittmusterelement übertragen wir 2-mal auf unsere 4 Lagen und schneiden das Ganze aus. Ihr findet Schnittmusterpläne unter diesem Video verlinkt. Wenn wir 4 Lagen mit dem Rollschneider ausschneiden und wir haben den Stoff so frei liegen, dann schieben wir den Stoff vor uns her und am Ende haben wir eine verschobene Kante. Darauf müssen wir achten. Das heißt, wir setzen unseren Rollschneider an und schieben unseren Stoff zurück. Zieht ihn immer wieder ein bisschen zurück und macht das Ganze in ganz kleinen Bewegungen. Und euer Stoffstück bleibt genau so liegen. Und wir haben alle grünen Abschnitte für unsere 4 Agavenblöcke zugeschnitten. Für unser großes Agavenblatt brauchen wir einmal die Nummer 413 und die 410. 413, 410,
410 schaut uns an und wir legen einmal unser Schnittmusterelement aus. Einmal mit der Spitze nach oben, einmal drehen wir das um 180 Grad und das Gleiche wiederholen wir auf dem Rest der Bahn. Wenn wir das so zuschneiden, brauchen wir eine Stoffbreite von 30 cm. Wenn ihr unsicher seid bei dem Zuschnitt mit dem Rollschneider, könnt ihr auch hier eine Schere verwenden. Unsere übrig gehaltenen Stoffstücke sortieren wir farblich und heben sie farblich getrennt auf. Unser erstes großes Agavenblatt legen wir nun an seinen Platz. Für unseren nächsten Zuschnitt brauchen wir mit der rechten Seite zu uns die Farbe 410 und mit der linken Seite zu uns die Farbe 406. Von dieser Farbkombination schneiden wir uns einen Streifen 35 cm lang ab. Wir können hier zwei Elemente zeitgleich ausschneiden. Einmal dieses mittlere Palmenblatt und einmal diese Schattenseite von unserem unteren Palmenblatt. Das heißt, das Ganze liegt so im Quilt und hat die gleichen Farben. Also schneiden wir beides zusammen aus. Wir richten alle Elemente auf unserem 35 cm breiten Stoffstück aus. Wir halten ein bisschen was übrig. Das ist absolut in Ordnung. Das werden wir noch gebrauchen, das ist nicht verschwendet. Und wir schneiden einmal alle Elemente aus. Unsere neu zugeschnittenen Elemente legen wir nun einmal in unseren Quilt hinein. Das ist das untere Blatt. Wir haben unsere grünen Elemente, wir haben die großen Agavenblätter und wir haben den Schattenwurf. So, damit ist das erste Blatt schon komplett zugeschnitten. An unserem zweiten Blatt haben wir die grünen Elemente und jetzt haben wir auch unsere Agavenblätter. Für unser oberes Palmblatt und unseren mittleren Palmblattschatten brauchen wir unten mit der rechten Seite nach oben den Stoff 406 und darüber mit der rechten Seite zu der 406 den Stoff 419. Also 406 liegt unten, 419 liegt mit der rechten Seite oben auf. Die linke Seite von 419 schaut uns an. Unsere Stoffbreite ist 13 cm und wir übertragen alle Elemente und schneiden sie aus. Unsere zugeschnittenen Elemente legen wir nun wieder in unseren Quilt hinein. Wir haben einmal unseren Blattschatten zugeschnitten. Damit ist das zweite Agavenblatt fertig. Und wir haben das dritte Agavenblatt zugeschnitten. Unsere Blockspitze hatten wir bereits zugeschnitten. Die wird ja komplett in dem Grünton gearbeitet. Dadurch fehlt jetzt nur noch der Schatten von unserem Agavenblatt. Hey. So. Unseren oberen Palmblattschatten, unseren oberen Agavenblattschatten schneiden wir aus der Nummer rechts 419, schau zu uns, und links 404, da legt sich die rechte 404-Seite auf die rechte 419-Seite und die linke 404-Seite schaut uns an. Wir brauchen einen 5 cm Streifen, damit wir das vernünftig zuschneiden können. Wir halten jede Menge über. Das brauchen wir später noch. Wir können zwei 419er Streifen aufeinander legen und zwei 404er Streifen. Das Ganze übertragen wir. Wenn wir das so doppelt einteilen, brauchen wir das Ganze nur noch zweimal ausschneiden. Damit haben wir den letzten Agavenblattschatten zugeschnitten. Und wir haben einen ziemlichen Turm an Zuschnittelementen.
Die möchten wir jetzt erst einmal an unserer Designwand zusammensetzen. Wir haben unseren Agavenblock zugeschnitten. Nun möchten wir sehen, ob er tatsächlich funktioniert oder ob wir Fehler eingebaut haben. Unsere Vorlage heften wir einmal zur Seite als Kontrolle. Das erste, das wir ansetzen möchten, ist ein Agavenblatt, damit wir ein bisschen in der Grundform bleiben, damit wir unsere Seiten später auch gut ansetzen können. Wir starten also mit den großen Agavenblättern. Und da haben wir eine dunkle und eine helle Seite. Am unteren Rand möchten wir gerne den grünen Abschnitt haben. Unser Grünton bleibt immer gleich. Über diesen Agavenabschnitt möchten wir nun unseren Schatten einsetzen. Die rote Seite von der ersten Seite setzen wir einmal an. Schieben das ein bisschen nach außen. Die einzelnen Seiten stimmen jetzt nicht, weil wir die Nahtzugaben mit dabei haben. Denkt nicht, wenn ihr das anlegt, oh mein Gott, das ist jetzt alles falsch. Und das ist die zweite Seite. Unser erstes Blatt haben wir zusammengesetzt. Ups, so rum. An unserem zweiten Blatt starten wir nun mit dem grünen Hintergrundstoff. Den legen wir einmal an und ziehen ihn auch wieder ein Stückchen nach außen, sodass sich das Ganze gut legt. Und nun setzen wir Blattelement für Blattelement an, sodass wir einen ersten Eindruck von unserem fertigen Block bekommen. Wir achten darauf, dass wir das Blatt und den darunter liegenden Schatten immer in der gleichen Farbe ansetzen. Unsere rote Seite mit den Spiegelungen. Und auch hier setzen wir wieder über unser Agavenblatt die Schattenkante. Ganz allmählich nimmt er Form an. Man sieht schon, wo es hingehen soll. Weiter nach außen setzen. Uns geht hier der Platz so ein bisschen mit den ganzen Nahtzugaben aus. Und wir setzen die letzten Blattschatten und unsere Spitze an. Und tada! Das wird unser Agavenblock. Wir haben unsere einzelnen Seiten gespiegelt, wir haben die nächsten Flächen gespiegelt und das Ganze wird nun zu einem Block zusammengesetzt in der nächsten Woche bei Needle Engine. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten.